Hi Leute, willkommen zu Dragon Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein der zweite Teil von der Flamberge, die wir bauen. Also den Riesenklopper. Das Ganze werden wir jetzt noch ein bisschen nachschleifen, ein bisschen hübscher machen. Das Ganze werden wir jetzt so ein bisschen auf Bretonisch für einen Questritter trimmen. Mal schauen, was ich da hinkriege. Ich habe mir da schon ein paar Vorbereitungen gemacht. Für den Knauf muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Ich glaube, den werde ich noch ein bisschen korpulenter bauen müssen. Aber mal schauen. Ein paar Sachen habe ich mir schon überlegt. Wenn euch das ganze Thema gefällt. Das erste war ja schon ganz gut angekommen, das der Teil. Dann bleibt dran. Wir sehen uns. Dann schauen wir uns das ganze Elend mal an. Ich habe da schon so ein paar Lilien vorbereitet. Dann werde ich, habe hier das bisschen gewölbte abgeschnitten. Jetzt muss ich mal gucken, und wo hatte ich Zahlen dran geschrieben, damit da doch dran passt. Die kommen dann hier quasi ans Ende. Die sind jetzt noch nicht so ganz final. Ich muss hier noch ein bisschen nachschleifen, aber das ist nicht so das Problem. Und dann anschließend, wenn ich das dann dran geklebt habe, werde ich mit Pattex dann noch machen, weil ich hier noch ein bisschen was schleifen nachher dann muss, um die Schrägen und so weiter, und die kommen dann quasi hier so drauf. Damit brauchen wir dann schon mal von den 6, 4 für Parier, und dann hatte ich mir überlegt, 2 kommen erstmal noch auf den Knauf. Dann werde ich hier um das Parier selber, nachdem ich dann hier ein bisschen noch die Kanten brechen werde, habe ich mir so überlegt, dass ich hier, ich wollte erst ein Spruchband, so ein bisschen Art wie so Reinheitssiegel mit Spruchband wollte ich eigentlich um die Klinge gemacht haben. Habe mir aber überlegt, um das Parier, sieht vielleicht auch nicht so schlecht aus. Mal gucken. Man auf beiden Seiten, dann einmal so rumgeschnürgelt und dann mal gucken. Also soweit der Plan. Jetzt gucken wir mal. Erstmal kleben wir gleich die Sachen dran. Also brauchen wir erstmal den Pattex noch. Dann Klebe, Schleifklotz. Wir wollten ja hier noch ein bisschen was beischleifen. Die Kanten müssen wir auch noch brechen. Und dann gucken wir nach, was aus dem Ganzen dann nachher so wird. Die Teile habe ich jetzt hier angeklebt. Erstmal das 16 mm Teil und anschließend auf beide Seiten die 3 mm Teile. So ein paar grobe Linien gemacht. Da werde ich gleich mit dem Lötkolben ein bisschen noch Kontur reinbringen. Das natürlich dann auf beide Seiten. Dann habe ich hier auf die Klinge noch so eine Lilie drauf. Die kriegt dann auch noch ein bisschen Kontur. Und dann habe ich so ein Spruchband gemacht. Irgendwas mit für die Bedrohung. Irgendwas de Britannia oder Bretonia. Ich war ja erst am Überlegen, das Band hier so drum zu machen. Ja, da hätte ich aber 2 machen müssen. Das sah auch irgendwie ein bisschen kacke aus, weil das konnte man, wenn man das hier so drum gewickelt hat, so gar nicht lesen. Hier habe ich ein bisschen, da kann man wenigstens so halbwegs ein bisschen lesen. Ne? Auch nicht so wirklich gut, also eigentlich hätte ich am besten so richtig längs gemacht, aber das finde ich sieht auch wieder ein bisschen kacke aus. Ich finde es schöner, wenn es dann so ein bisschen umgeschlängelt ist. Dann habe ich hier angeklebt und dann einmal mit Pattex komplett rum. Hier oben dann noch so ein bisschen, hier so 2 Dreiecke so ein bisschen, dass das so ein bisschen wie so ein Banner aussieht. Am Knauf habe ich mir überlegt, da werde ich an den Matten gar nichts machen. Da kommen noch am Parier und am Knauf kommen noch so ein bisschen ein paar Abgüsse drauf, so ein bisschen was Geschwungenes und sowas. Passt ja so zu Warhammer eigentlich, dass das ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht so langweilig aussieht, weil das Parier, mal abgesehen vom Ende dann, sieht ein bisschen dann öde aus. Das Kleine, das lassen wir so. Ne? Noch ein bisschen muss ich noch dran machen, ein bisschen schleifen, aber das ist nur nichts, was ich euch noch groß zeigen muss. Ja, unten am Knauf kommt dann halt auch ein bisschen, dass der
nicht so dick wird, dass man den auch noch ein bisschen benutzen kann, ne, zum Arbeiten. Der Griff ist zwar eigentlich ganz okay von der Länge her, aber wie gesagt, muss ich halt mal gucken, wie man es macht. Aber so im Großen und Ganzen ist schon nicht schlecht. Ich glaube, da kann man so halbwegs mit arbeiten. Da werde ich das Ganze jetzt noch so ein bisschen mit dem Lötkolben bearbeiten. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. Soweit alles jetzt fertig. Weil ich hier noch so ein bisschen mit dem Lötkolben. Sieht jetzt ein bisschen rustikaler aus, aber das passt, glaube ich. Jetzt bin ich hingegangen und habe dann hier noch ein bisschen Fliegengitter eingeklebt und auf der Rückseite auch. Damit das alles noch was stabiler wird. Ne? Kommt dann nochmal Farbe hier drüber und dann wird das alles noch ein bisschen. Wie gesagt, jetzt habe ich mir überlegt, am Knauf kommen noch ein paar schöne verschnörkelte Abgüsse und hier am Parier auch. Dass das Ganze alles ein bisschen prolliger wird, so ein bisschen geschnörkelt, das passt ja auch ein bisschen noch zu Warhammer. Die haben ja auch bei manchen Sachen viel Geschnörkel drauf. Ja, dann würde ich sagen, jetzt hier mal noch mit dem Heißluftföhn drüber, glätten das Ganze und dann können wir anfangen zu pinseln. Dann werden wir jetzt mal den Heißluftföhn anwerfen. Dann haben wir das jetzt soweit schon mal fertig. Geglättet haben wir. Ach so, weil ich mir auch noch überlegt hatte, eigentlich hier noch so einen Ring drauf zu setzen, aber davon habe ich mal ein bisschen abgesehen, wegen Transport von den Waffen. Das ist schon mit so einem Parier ist das schon ein bisschen blöd, immer den dann vernünftig zu legen, je nachdem, was man für ein Auto hat. Jetzt hatte ich mir natürlich noch, dass man hier den Ring machen könnte, aber wie gesagt, davon habe ich jetzt erstmal abgesehen. So, dann muss ich uns gucken. Pinsel. Und dann schwarzes Flexi-Paint. So. Das ist dann wie immer, kennt ihr ja. Jetzt kommen da erstmal wieder einige Schichten schwarz drauf. Ups, da war wieder ein bisschen viel Wasser noch am Pinsel. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. Ich habe jetzt bei dem Schwarz genug Schichten drauf. Dann habe ich mit meinem roten Modellierwerkzeug nochmal 2 Schichten dünn, dass es ein bisschen glatter wird und man die Pinsel nicht mehr so sieht. Und habe dann quasi mit der Spitze, sage ich jetzt mal, hier noch so Riefen reingemacht. Das soll alles ein bisschen abgenutzt aussehen. Das habe ich jetzt quasi bis zu dem kleinen Parier gemacht. Das große, da muss ich noch gucken. Ich will da eigentlich noch so ein paar Abgüsse mit ein bisschen Schnörkel drauf, aber ich muss mal gucken, ob das klappt, weil irgendwie die trocknen nicht richtig gut. Weiß nicht. Also die erste Schicht, die will irgendwie nicht trocken werden. Kann sein, dass ich ein bisschen improvisieren muss. Mal schauen. Aber hier bei dem fangen wir jetzt schon mal an, damit wir schon mal weitermachen können. Das Ganze werde ich jetzt schon mal mit einem Silber, mit Flexi-Paint transparent schon mal in Farbe bringen. Und dann gucken wir mal, wie das dann später aussieht. Ich werde dann anschließend auch noch mal ein bisschen schwarz zum Nachdunkeln und dann noch mal ein bisschen Acryl. Dann bin ich hier noch mit weißer Acrylfarbe und bin dann hier in die Dinger mit goldener Flexi-Paint rein. Also ein bisschen gemischt und dann mit Transparent und Gold und habe das dann mit einer Nadel quasi reingetupft. Bin jetzt bis zum Parier gegangen, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass ich etwas viel improvisieren muss beim Video, weil ich wusste nicht, ob die Abgüsse trocken werden. Da habe ich jetzt, Gott sei Dank, eine Dings ist nichts geworden. Eigentlich sollten von jedem 4 sein. Von den kleinen hier habe ich leider nur 3 hingekriegt, weil irgendwie sind die Dinger nicht so richtig getrocknet. Weiß ich nicht. Also an ein paar Stellen ist es jetzt noch nicht so ganz richtig trocken geworden. Ich sehe hier, ich muss auch noch ein paar Stellen was abschneiden. Ich hatte die mit dem Pinsel reingemacht. Es kann sein, dass ich die erste Schicht ein bisschen zu viel Wasser genommen habe. Dass das deshalb nicht so gut getrocknet ist. So, dann gucken wir mal. Die kleineren hier, denke ich mal, die nehme ich hier für den Knauf.
dass das so ein bisschen hübscher aussieht. Habt ihr auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, etwas großzügiger gemacht. Hier, ihr seht ja hier die Ränder drumherum. Normalerweise mache ich das nicht so, aber ich wollte die Übergänge ein bisschen mal gucken, wie das damit aussieht, wenn die dann so dran sind. Aber ich das hier so sehe, ist das ja nicht mal so schlecht. Und das Flexi-Paint, das hält ja sowieso sehr gut. Jetzt müssen wir mal schauen. Dann drücken wir einfach drauf. Da braucht doch kein Kleber oder irgendwas drauf machen. Das hält super aneinander fest. Also ein bisschen aufpassen dann immer, ne? Wenn ihr das einmal drauf habt, kriegt ihr das festgedrückt, kriegt ihr das eigentlich nur noch runter, indem ihr das kaputt macht. So, mal schauen. Können wir das hier noch so drauf? Gucken wir uns das ganze Elend hier jetzt mal an. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich das drauf mache. Einfach, dass da noch ein bisschen Schnörkel dran kommt. Sieht ein bisschen hübscher aus. Hier hatte ich auch noch keinen Klarlack, den hatte ich jetzt nur ungefähr den Topcoat so bis hier. Ja, wie gesagt, ich war mir nicht so sicher, ob das jetzt noch alles zeitlich hinhaut. Ich mache das jetzt auch nur hier so am Anfang von den Dingern, dass das so ein bisschen noch hübscher aussieht. Den Rest kann man dann mal schauen. Vor allen Dingen sehen dann hier die Übergänge noch ein bisschen hübscher aus. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich rundherum alles vernünftig andrücke. Drücken, aber Gott sei Dank geht's noch. Ja, ich hätte vorher noch ein bisschen genauer gucken sollen, weil wenn da die Acrylfarbe drauf ist, kann man das nicht mehr so andrücken. Aber Gott sei Dank ist die nicht unter den Abgüssen ja drunter. Da kannst du da noch mal nachdrücken. Dann geht das noch. Aber wie gesagt, guckt, wenn er sowas drauf macht, dass er die richtig gut erstmal andrückt und dann halt die Farbe drauf. Ja? Aber es geht. Kann man so lassen. Ja, das Ganze, das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Jetzt kommt noch ein bisschen. Wie gesagt, drückt das erstmal vernünftig dran und dann die Farbe. Für das Video war ich mal wieder ein bisschen zu schnell. Kennt ihr bei mir ja. Ich bin selber wieder so ein bisschen zu ungeduldig. Also grundsätzlich lasst euch beim Bauen immer Zeit. Aber das ist okay, denke ich. Sieht gut aus. Oh, gefällt mir. Hier noch ein bisschen. So. Ja, wie gesagt, dann lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen trocknen und dann kann man da auch schon einen Klarlack drauf machen. So, die Farbe ist jetzt, würde ich mal sagen, soweit trocken. Dann gehen wir jetzt mal mit dem matten Topcoat noch vom Flexi-Paint drüber. Ja, die ist fast leer. Gut, dass ich noch eine Ersatzflasche mitgebracht habe. Mal hier auf Seite. So. Jetzt habe ich mal einen neuen Pinsel mir gegönnt. Die anderen, die waren schon etwas sehr hart. Deshalb habe ich mir jetzt erlaubt, einen neuen zu nehmen. Das ist dann noch ein bisschen angenehmer zu pinseln. Der Topcoat ist jetzt trocken. So richtig schön glatt. Fühlt sich gut an. So, dann fangen wir jetzt mal an. Ich habe ein paar Lederstreifen mit zusammengeschnitten. Jetzt habe ich noch zwei. Jetzt hoffe ich mal, weil ich habe vergessen, dass ich ja nicht nur die zwei, sondern das Ding ja auch noch wickeln muss. Na, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Von der Länge her mache ich erstmal, glaube ich, ein bisschen länger. Weil das Stück ja relativ, ich sage jetzt mal, dick ist. So, das Leder haben wir jetzt dran. Jetzt gehe ich noch ein bisschen
Da können wir jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt hier das Rundholz, können aber genauso gut einen Edding oder was nehmen und dann hier nochmal so ein bisschen durch das Leder, wo die Kanten sind, gehen. Dann habt ihr nachher schönere Konturen. Das drückt das Leder dann auch so ein bisschen noch an das doppelseitige Klebeband an. Das sieht dann nachher ein bisschen hübscher aus. Das geht eigentlich relativ gut. Wie gesagt, einfach so ein bisschen nach drüber gehen. Das ist dann hier, wo das dann überlappt. Das sieht danach ein bisschen hübscher aus. Nur so als kleiner Tipp. Und wie gesagt, das drückt das Leder dann noch ein bisschen mehr an das ich sage immer Fliegengitter. Da ist mir mein Fliegengitter heute. Ich meine jetzt nicht an der Doppelseite ran. Klebt das auch richtig gut. Ja, das geht eigentlich ganz gut. Wie gesagt, könnt ihr irgendwas Rundes oder was nehmen. Dann geht da einfach so ein bisschen drüber. Wahrscheinlich kann man doch mit was glattem Eckchen machen. Ich spielt mir irgendwie aus irgendeinem Grund halt ein, dass das danach etwas hübscher aussieht. Könnt ihr ja selber mal beschreiben, ob ihr meint, ups, da ist was runtergefallen. So machen wir hier auch noch. So, ich hoffe, das ist jetzt okay. So, den können wir weg. Wie ihr schon gesehen habt, wieder Handschuh, kleinen Schwamm und dann wieder hier das Antik-Finish von Lederkram. Dann machen wir noch ein bisschen was, dass das so ein bisschen abgenutzter aussieht. Okay, wenn man es dann benutzt, wird es dann automatisch dann mit der Zeit auch dreckig, aber ich finde es nicht so schön, wenn die Sachen direkt am Anfang schon immer so neu noch aussehen. So ein bisschen gebrauchter Look, den man nicht direkt dann irgendwann erstmal hat, wenn man dann irgendwann das voll gesifft hat, finde ich schöner. Also für das Gesamtbild am Anfang sieht es schöner aus. Aber das ist jetzt mein persönlicher Gefallen. Manche mögen es ja auch lieber, wenn es neu aussieht. Aber wie gesagt, bei so Sachen finde ich es schöner, wenn das Leder schon so ein bisschen benutzt aussieht. Muss man ja nicht ganz so deckend überall machen. Aber wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen hübscher, wenn es schon so ein bisschen das Leder so ein bisschen abgenutzt und dreckig aussieht. Ich mag es halt rustikaler. So. Ja, würde ich sagen, dann ist das gute Stück. Das müssen wir noch ein bisschen dann trocknen lassen. Ne? Aber zum Großen und Ganzen ist er jetzt fertig. Mal gucken, vielleicht mal ja noch kurz, dass ich mal ein bisschen noch drüber gehe, dass man da was sehen kann. Weiß es nicht.
Machen wir mal so vor der Kamera. Ne? Also so sieht das Ding jetzt, ups, so sieht der jetzt hinten aus. Und dann machen wir mal so. Hoffentlich kann man das gut sehen. Ja. Dann hier noch die Schrift. Ups, das Mikro wieder. Irgendwie schmeiße ich jetzt alles hier runter. Ja, wie gesagt, der eine oder andere kennt meinen Keller. Das ist wirklich sehr eng hier. Also auf jeden Fall die Ecke. Vielleicht, wenn ich heute ein bisschen mit dir bauen würde, ginge vielleicht besser. Aber wie gesagt, dann käme ich hier nicht mehr rum. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ja? Hätte ich noch ein bisschen schöner machen können hier mit dem Weiß, aber ich denke mal so im Großen und Ganzen sieht das Ding doch recht hübsch aus. Ja Leute, na, das ist der Klopper. Davon kann man so halbwegs erahnen, wie groß das Ding ist. Der ist, ich den hier auf die Erde stelle, kommt da bis auf 5, vielleicht 6 cm fast an der Decke. Gut, ich muss dazu sagen, der Keller ist relativ niedrig durch die Dämmung unter der Decke, aber ist schon ein ganz schöner Klopper. Ich habe jetzt nicht nachgemessen, aber der wird irgendwas zwischen 1,80 Meter, 1,90 Meter wird der jetzt sein. Ja, gestalterisch, wie gesagt, sollte jetzt halt für einen Questritter sein, einen bretonischen. Ich denke mal, dass der halbwegs ein bisschen geworden ist. Also hässlich ist das Ding ja nicht. Kann man, glaube ich, mit arbeiten. Ja. Wie ihr so ein Ding gestaltet, ist dann eure Sache. Das ist jetzt so ungefähr so der Grobe, wie man so einen Klopper baut. Aber jetzt mehr Bleiband, weniger rein, länger, kürzer, andere Form. Das ist dann eure Sache. Das ist jetzt so, wie ich das Ding gebaut habe. Dann hoffe ich mal, dass das euch auch ein bisschen inspiriert, was Eigenes zu bauen. Von mir ist auch genau das Gleiche. Ist ja egal, da gebe ich nicht viel drum. Hauptsache, ich konnte euch mal wieder selber ein bisschen inspirieren für eure Projekte. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.